Wenn Dinge zu harmonisch sind und zu durchgestylt, ist es einfach langweilig. Das heißt, irgendwie Dinge zu kombinieren, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, ist nicht das Spannendste, das Geilste, was man machen kann. Ich hatte immer schon irgendwie Interesse an, sag ich mal, kreativer Arbeit. Das heißt, Zeichnen, Graffitis und so weiter, das waren immer Themen. Ich war dann fertig mit der Schule und habe natürlich geschaut, was ich machen kann, war inspiriert, wollte Design studieren und war mir am Anfang, um ehrlich zu sein, sehr unsicher, was ich studieren soll, weil ich Interesse in sehr verschiedene Dinge hatte und habe mich dann aber für Industriedesign entschieden. Ja, ich denke, eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat an der Hochschule war, dass man durch die verschiedenen Studiengänge eigentlich Einblicke bekommt in verschiedene Designbereiche. Man war eigentlich immer inspiriert, auch über den Tellerrand rauszuschauen. Und ich habe dann auch meinen Abschluss gemacht mit dem Herrn Groß zusammen und mit dem Herrn Stockhammer. Die Idee damals war, ich habe ja, wie gesagt, Produktdesign gemacht, irgendwie so den modischen Aspekt mit reinzubringen. Das war dann wahrscheinlich so der erste Schritt Richtung auch Sneaker, Schuhe, Mode. Mein erster Job war dann in Salzburg bei Kiska. Und genau, da war ich dann eine ganze Zeit lang und habe aber irgendwann auch gemerkt, dass ich Schuhe nach wie vor ziemlich spannend finde. Und habe angefangen eigentlich nur für mich kleine Projekte zu machen. Hatte die dann in einem Skizzenbuch, ja. Und ein Kollege meinte irgendwann mal, ja, benutzt doch Instagram. Das war dann am Anfang so, ja gut, soll ich das wirklich machen? Aber es war im Endeffekt eine ziemlich gute Entscheidung, die sich herausgestellt hat, weil ich dadurch in eine Community reinkommen konnte, eine Sneaker-Community. Und habe dann eines Tages eine Message bekommen von einem Marc Dolce, der mein jetziger Chef ist. Und der ist einer der Gründer der Brooklyn Farm. Das ist ein Designstudio für Adidas. Damals war das gerade ein halbes Jahr alt und sie haben aktiv Leute gesucht. Ich habe dann 2017 angefangen, Anfang 2017. Bin dann Hals über Kopf nach New York gezogen. Das war super spannend, weil die Stadt natürlich einiges zu bieten hat, auch gerade im kreativen Bereich. Das heißt, ja, von Musik über Kunst, über Design gibt es hier ziemlich viele Instanzen, die einfach inspirierend sind, wo man einfach, wie soll man sagen, Zeitgeist schnuppern kann. Das Studio, in dem ich gerade arbeite, das ist eine Art Innovationsstudio. Das heißt, man arbeitet sehr weit in die Zukunft voraus und es geht neben dem eigentlichen Produkt und der Produktentwicklung und Innovation auf dem Level, geht es auch viel darum zu verstehen, wie sich der Konsument verändert. Einer der Gründe, dass der Ort hier ausgewählt wurde, also New York, ist, dass man tatsächlich diese ganzen Trends und Bewegungen in einer sehr extremen Art und Weise wahrnehmen kann. Ein Großteil der Arbeit dementsprechend besteht auch darin, einfach in die Stadt zu gehen, ja, und solche Dinge zu sammeln und zu dokumentieren und Konzepte oder die Designs, die man macht, auch genau darauf aufzubauen. Eine Sache, die ich denke, die allgemein gilt für modernes Design, ist, dass es immer hilft, wenn man Prozesse, also Herstellungsprozesse und Materialien versteht und darauf eigentlich eine Produktästhetik entwickelt. Und dementsprechend arbeiten wir auch viel so. Also wir schauen in neue Materialien, neue Herstellungsverfahren. Wir schauen, wie man damit kreativ auf neue Lösungen kommen kann. Als Designer will man ja immer irgendwie auch innovativ sein und irgendwie was Neues entwickeln. Und ich denke, eine Sache, die dann auch interessant ist in dem Kontext, ist, dass man einfach versucht, und das ist vielleicht wieder ein schöner Link zurück auch in die Hochschule, dass man wirklich versucht, interdisziplinär zu arbeiten, beziehungsweise sich auch wirklich für andere Bereiche zu interessieren, weil nur so kann auch irgendwie was Neues um die Ecke kommen. Für mich war es bisher so, dass einfach Neugier und einfach Bock auf die Sache haben mich immer irgendwo hingebracht hat. Und so werde ich es auch weiterhin handhaben.